Das ist ein Film über die Oder zu Ende des Winters. Die Oder, polnisch Odra. Nach Vereinigung mit der Neiße über 160 Kilometer Staatsgrenze der DDR und der Volksrepublik Polen. Eine bedeutende internationale Wasserstraße, die wichtigste Volkspolens. Das geringe Gefälle im Unterlauf lässt die Oder im Winter, meist ab Frankfurt, für 30 bis 40 Tage vereisen. Zurückbleibende Eisbarrieren stauen die Frühjahrshochwasser aus den Gebirgen und bedrohen immer wieder bei Reitwein, Kienitz und Zeckerig das Oderbruch. Um Katastrophen vorzubeugen, organisieren beide Staaten den gemeinsamen Eisaufbruch. Von Hohensaaten aus gelangen die deutschen Eisbrecher in den besonders gefährdeten Raum Schwedt, Wieduchowa und vereinen sich hier mit den von Norden kommenden polnischen Schiffen. Andere passieren bei Meszyn-Gryfino die Grenze und verstärken bei Podjuchy die im Raum Tschetschen arbeitende Flotte. Die Männer, von denen wir berichten wollen, haben ihre Arbeit getan, wenn die Oder ihre Eismassen über den Dambjesee und das Haff in die Ostsee ableitet. Nachts war noch Frost. Aber sobald die Sonne durch ist, hat der Winter verloren. Und so ist es seit Tagen, hier Ende Februar in Tschetschen. An einem Nebelmorgen fahren wir raus nach Podjuchy. Von da soll's auch heute wieder losgehen. Doch zuvor rein Schiff und extra für uns alle Mann an Deck. Ich heiße Władysław Januszewski und bin der Kapitän des Lis, meine Mannschaft. Mit den deutschen Eisbrechern arbeiten wir schon 20 Jahre zusammen und alles läuft bestens. Ich heiße Leon Stemper und bin Kapitän des Puma. Arbeite auf ihm schon 8 Jahre. Das heißt auf Deutsch 39 Jahre auf Wasser und 8 Jahre hier auf diesem Schiff.
Ich bin der Kapitän vom Widra und heiße Bronislav Zacharik und stamme aus Gorzów. Ich bin schon 8 Jahre dabei und 40 Jahre auf dem Wasser. Mein Name ist Faber Lampert, bin Kapitän des Wilk. Mit 770 PS, der stärkste auf dem Fluss. Im Süden geht man an der Oder schon ohne Mantel und in den Bergen hat die Schneeschmelze begonnen. Doch hier unten steht das Eis noch. Tagsüber klein gefahren, wächst es nachts erneut zusammen. Ich bin der Schiffsführer von Frankfurt. Mein Name ist Hermann Nitschke. Und sind hier nach Tschetschen gefahren, um mit den polnischen Eisbrechern den Eisaufbruch zu beginnen. Ich bin der Kollege Matschke, arbeite mit den Schiffsführern zusammen. Ich besorge hier die geschäftlichen Sachen. Der Frankfurt ist der Leiteisbrecher der DDR-Flotte. Ich bin der Verbindungsmann zwischen Wasserstraßenamt Eberswalde und Wasserstraßenamt Tschetschen. Ich habe 1964 den Eisbrecher Frankfurt als Schiffsführer übernommen. Und seitdem fahre ich nun Jahr für Jahr, meistens hier unten von Tschetschen. So manchen Morgen sind wir nun mit dem Frankfurt von Tschetschen zum Dambjesee unterwegs. Dort ist Treff mit den polnischen Kollegen. Wie oft ist Willy Matz hier schon in seinem Leben vorbei. Aber auch heute steht er wieder draußen. Weil das mal Stettin war. Dabei weiß er, 45 starb diese Stadt. Und wenn er ganz ehrlich ist, er hätte damals an ihre Wiedergeburt nie geglaubt. Was da zu sehen ist, gehört denen, die es sich aus Trümmern geschaffen haben, unserem Nachbarn, dem Bundesgenossen Polen. Aber mit dieser Fahne ist er gern gesehener Gast. Już myśmy tam już przejechali, to za ten tor, żeby nie jechali. Prost. Kaum ein Pole, der nicht etwas Deutsch spricht. Edmund Gramowski, der Maschinist, liest Goethe sogar im Original. Eine Beratung, einfach mal in Polnisch, hat es leider nie gegeben. Dabei könnten wir ihre Sprache heute unter ungleich freundlicheren Umständen lernen. Beim den Eisbrechern, das Wichtigste ist, dass die Maschine hat viele Kraft, so ungefähr wie unsere 400 PS. Ne? Uwaga, Lis woła OZW Szczecin, Lis woła OZW Szczecin, odbiór. Tschetschen hat die zentrale Leitung. To wczoraj byliśmy aż w Widuchowie. 15 około godziny 13, odbiór. Uwaga, Lis. Panie kapitanie, dyrektor się pyta, o której będziecie dzisiaj w Widuchowej, odbiór. Dziękuję bardzo. Proszę dalej. Wielinie... OZW Szczecin, Wilkowa. Uwaga, Wil. Also heute haben wir vor, das ganze Dammschen See auf die äußerste Breite aufzubrechen, kleiner machen das Eis, nicht wahr, dass es zum Treiben kommt und dass es sich kann zusammenschieben und Platz machen für das Eis, was wir von oben runterbringen. Also Wind muss sein hier Süd- oder Südost, das ist der beste Wind hier auf dem Dammschen See, das Eis zum Raustreiben. Und festen Wind, da hält das Eis fest. Ja, so sieht die Sache aus hier auf dem Dammschen See.
Punkt 12. Noch kann man es sich leisten, pünktlich Mittag zu machen. Ja, siehst du, hol dir mal einen Teller. Es geht gleich los. Wollen wir über den Schulter gucken, was in den Fetten Vergiss deinen Löffel nicht. Aber den ganzen Vormittag lassen Sie sich nicht mal mehr sehen. Na, warum denn nicht? Aber wenn es ans Essen geht, dann sind Sie da. Ja, dann können Sie mir sogar über die Schulter gucken. Da bin ich der beste Gastwirt. Bitte vergessen Sie den Löffel nicht. Zeit für die Nachrichten und den Wetterbericht aus dem Radio. Doch vorher die Frage, Frau Nütschke, wie fühlt man sich als einzige Frau an Bord? Also, ich fühle mich eigentlich auch ganz wohl. Wenn die Touren nicht zu lang sind, fahre ich ganz gern mit. Na, und es ist an Bord doch ein bisschen eine andere Atmosphäre, wenn man so ein bisschen Gemütlichkeit verbreiten kann, ja. Aber sonst... Ein paar Tage später ist der Frankfurt mit dem polnischen Leiteisbrecher auf Erkundung in der Ostoder. Das Tauwetter hat das Eis brüchig gemacht. Wenn es nachts nicht mehr friert, hat man jetzt leichtes Spiel. Die Eisverhältnisse auf der Ostoder an der Mündung der Garzer Querfahrt sind günstig. Wir haben dort aufgrund des beim letzten Eisaufbruchs abgeschwommenen Eises nur etwa 10 bis 15 Zentimeter glatte Eisdecke. Wir wissen aber, dass die schwierigsten Verhältnisse zurzeit in dem Abschnitt etwa von Kilometer 714 bis 741 sind. Das ist der Raum Schwedt-Wieduchowa. Hier schiebt sich das Eis jedes Jahr über und untereinander. Dann ist es natürlich. Es wird wieder kälter. Tschetschen weiß es schon und signalisiert es der deutschen Station Mescherin. Es wird ein Treffen verabredet. Von Schwedt kommen weitere DDR-Eisbrecher auf die Oder. Irgendwo voraus unterquert die Erdölleitung den Strom. Mitten auf einer Grenze, von der man viel in Europa spricht, wird eine Begegnung stattfinden. Keine von den großen, historischen, eine mehr alltägliche, wie sie sich jeden Winter ergibt. Und gerade darum wert, vermerkt zu werden. Ein Direktor steigt zum anderen über. Der Deutsche kommt zum Polen. Ein andermal ist es umgekehrt. Und wenn sie wieder auseinandergehen, werden in gemeinsamem Interesse Entscheidungen gefallen sein, die das Land an der Oder zwischen Frankfurt und Tschetschen vor Schaden bewahren. Ihre Messwerte tragen dazu bei, Entscheidungen zu ermöglichen. Kein Stromkilometer bleibt unbeobachtet. Die Eisbrecher müssen wissen, was sie vor sich haben. I pojedziemy potem do Gryfina. I potem znów z powrotem. Także na Wieduchowo nie pojedziemy na razie. Schluss für heute oder weitermachen? Jeden Abend steht diese Frage. So spät. Und dann noch Schaden beim Frankfurt. Ja, da war die Kupplung ist rausgeflogen. Wenn dann hinten in eine Schraube ein Eisstück reinkommt, ein bisschen Druck kriegt, dann geht die Kupplung raus. Dann mussten wir nachstellen. Das alles auseinanderbauen und die Kupplung nachstellen. Der Wilk bleibt in der Nähe. Man lässt kein Schiff mit dem Eis allein.
Da sind ja etliche Schrauben zu lösen und wieder festzudrehen. Aber wir haben noch eine Dreiviertelstunde dazu gebraucht. Also das ist noch eine ganz schöne Leistung, die wir noch hier rausgeholt haben. Wir wollen ja versuchen, möglichst bald fertig zu werden, dass wir hinter unseren Kollegen hier noch drankommen. ...770 PS sind viel und doch zu wenig. Allein ist auch der Stärkste zu schwach. Was ist eine Dreiviertelstunde in diesem Winter? Sehr viel, wenn der andere Hilfe braucht. Schon einen Meter über normal ist der Pegel bei Frankfurt, weil Eisversetzungen unterhalb noch nicht aufgebrochen werden konnten. Über Nacht ist der Winter wieder da, Anfang März. Und diese Schneemassen. Im Schneegestöber bilden sich neue Zusammenschiebungen. Hier noch weiter drin herumzufahren hat keinen Zweck. Man rührt nur neues Wasser auf und produziert zusätzlich Eis. Eisfabrik spielen, nennen das die Kapitäne. Besser man sieht zu, dass man heil wieder herauskommt. Schwierige Situationen haben sie alle schließlich schon zur Genüge erlebt. Erinnern wir uns an ein Gespräch. Wir waren eingekesselt, aber Lies mit der Einheit war da unten bei Zerlin. Die haben uns freigemerkt und dadurch sind wir wieder weitergekommen. Aber jedenfalls jede harte Situation haben wir beseitigt. Jest sytuacja beznadziejna. Taka praca, że w lodzie się idzie, ale patrząc na ląd, Also das war to się cofa. 63, hat Lies auch so eine Situation gehabt in Hohenwutzen an der Brücke. Da kam auch so eine große Scholle, ist abgerissen und er musste die Scholle durchbrechen. Und das war schon so gefährlich, dass im letzten Moment kam er von den Pfeilern noch frei. Aber das war schon bald so weit gesagt wie begraben. Aber sie sind noch trotzdem rausgekommen aus der schweren Situation und sind dann weitergefahren. Ohne das Wasser aus der Oder kann das Erdölverarbeitungswerk Schwedt nicht arbeiten. Eisversetzungen wie hier bei Reitwein aber bringen auch dort Gefahr für die Filtrieranlagen am Ufer. An Schlimmeres im Oderbruch erinnert sich Albert Schulz, heute Ende 60. Ich habe jetzt im März wieder daran denken müssen, wie das Wasser im Jahre 1947 uns hier überraschte. Die Oder war durchbrochen und schupp, da war dann ein Loch von 120 bis 150 Meter drin. Und da kam es hier angebraust. Dann kam das Wasser hier von Reitwein durch die Häuser geprescht über die Straße, so dass es mir gleich bis hierher an den Bauch ging. Und ich kriegte einen wahren Schreck. Aber ich musste losmachen, schnell, um mein Schaf und meine Zicke zu retten. Ich war zu seiner Zeit Bürgermeister und die Frauen sollten alle raus und Kinder sollten und mussten alle raus befördert werden. Nach der Höhe. Na, ich kriegte auch mit der Angst zu tun. Und dann habe ich oben aus dem Giebelfenster gerufen nach dem Bäcker. Da standen die Kinder alle, holt über. Ich wundere mich heute noch, dass das überhaupt von Menschenhand fertiggebracht worden ist, dass sie das Loch zugekriegt haben, ja. Aber hier kann man sehen, wenn man mit dem Herzen dabei ist, dass da viel geleistet werden kann. Und das ist da geleistet worden. Der Lärm hat sie angelockt. Bei Widuchowa sammelt sich die gemeinsame Flotte.
Eisbrecher von Elbe, Havel und Spree sind dabei, denn dort ist die Arbeit längst getan. Hier auf der Oder aber wird der Winter jedes Jahr zuletzt besiegt. Hier muss man ihn austreiben wie zu alten Zeiten. Die Eisbrecher bringen den Frühling, sagen die Menschen an beiden Ufern. So sagt es Edmund Gramowski. Die Zusammenarbeit ist unbedingt, trotzdem, dass wir haben, wollen wir sagen, gute und neue Schiffe, aber ohne NRD können wir nicht arbeiten. Wir müssen zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit gibt das Effekt. So sagt es Hermann Nütschke. Das ist nun mal ein Grenzfluss. Es kann ebenso gut bei denen irgendwie Überschwemmung geben oder auch hier bei uns. Und da müssen wir schon zusammen, an einen Strang ziehen, wie man sagt. Nicht? Co to tylko las kręcą, a wy to co? No chodźmy tutaj przeżywać. Wo mamy rozmawiać? Als wir die Schiffer zum ersten Mal sprachen, sagten sie, filmt uns, wenn wir alle nebeneinander die Oder aufbrechen. Filmt uns, wie mal die Polen und mal wir vorn sind und keiner ohne den anderen stark ist. Die deutsche Eisbrecher haben schwere Situationen gehabt heute beim Eisbrechen. Ja, wir hatten noch gut zu kämpfen mit dem Eis. Nicht aus 40 bis 60 Zentimeter haben wir gemessen. Das war starkes Eis, ja. Dreimal müssen wir anlaufen. Dreimal anlaufen, zusammen. No, wir haben mit deutschen Vorkrieger gearbeitet und jetzt ist ein Unterschied ist zu sehen. Weil die jungen Deutschen, die arbeiten mit uns zusammen und früher, die waren immer gegen uns. Ja, wie hat sich das geäußert? Noch. Die waren nicht freundlich, nicht wahr? Die haben gesagt so oder so, nicht wahr? Du bist nicht Kollege und so weiter. Heute ist mehr Kollegenschaft. Und was die Gebiete betrifft, die wir mit vielen Opfern erkämpft haben, so bin ich der Ansicht, hier an der gemeinsamen Grenze mit der DDR hat niemand ein Recht, uns dreinzureden. Wir leben in Eintracht und unser Freundschaftspakt ist so stark, dass kein Angreifer die Kraft hat, uns zu vertreiben. Kapitän Michalski über westdeutsche Karten, die Deutschland in den Grenzen von 1937 zeigen. Für mich sind sie Ausdruck eines psychologischen Krieges. Aber wir sind darauf vorbereitet, damit werden wir fertig. Dass Sie überhaupt so lange daran festhalten, müsste Ihnen doch selbst langweilig werden. Viel wir haben, denn, dass wir lachen darüber und wir machen uns da nichts raus. Und unsere Freunde, nicht wahr, sie sind hinter dem und hinter uns.
Ja, der Abend war sehr schön und war sehr, sehr gemütlich, kameradschaftlich. Ja, wollte ich noch etwas sagen, dass die Kapitäne von dem Eisbrecher wünschen, dass der Film einen guten Erfolg bei beide Völker sein wird. Wir hatten schon fast vergessen, dass unser Film auf einer Grenze spielt. Nun waren wir wieder daran erinnert. Später lasen wir ein Wort von Władysław Gomułka. In der Vergangenheit sagte unser Volk, solange die Welt besteht, wird der Deutsche dem Polen kein Bruder sein. Alte Sprichwörter, meine ich, passen nicht mehr zu neuen Zeiten. Ströme können unermesslichen Schaden anrichten, wenn sie entfesselt sind. Wenn der Mensch sie beherrscht, sind sie ein Segen. So ist das hier auf der Oder. Ströme können die Länder trennen bis zur Katastrophe. Ströme können sie verbinden zum gemeinsamen Nutzen aller. So ist das hier auf der Oder.